und herzlich willkommen zur Juni-Ausgabe von Fährnews aktuell. Auch heute gibt es wieder viele spannende Neuigkeiten über Fährschiffe, Fährhäfen und Fährverbindungen. Unter anderem wird es um eine neue Eisenbahnfähre für die Ostsee und Routenveränderungen bei diversen Reedereien gehen. Bleib also bis zum Ende dran, um nichts zu verpassen. Stena Line übernimmt erste längere E-Flexer. Am 24. Mai lieferte Stena RoRo die erste von 2 bestellten verlängerten E-Flexer-Fähren an Stena Line aus. Die Stena Estelle ist rund 240 Meter lang und wird auf der Linie zwischen dem schwedischen Karlskrona und dem polnischen Gdynia eingesetzt werden. Stena Line nutzt somit bereits 4 Fähren vom Typ E-Flexer. Bei den ersten 3 Neubauten handelt es sich um die Standardausführung, bei der jetzt ausgelieferten Stena Estelle und einer weiteren bestellten Fähre um eine verlängerte Version. Die verlängerten Schiffe sind im Vergleich zur Grundausführung 36 Meter länger und besitzen dadurch Platz für 50% mehr Kabinen, 30% mehr Passagiere und auf 3600 Lademetern Platz für 15% mehr Fracht. Das Be- und Entladen wird durch eine Drive-Thru-Konfiguration für beide Autodecks vereinfacht. Stena RoRo hat derzeit 12 bestätigte Aufträge für E-Flexer-Schiffe. Allesamt werden auf der CMI Yingling-Werft in Weihai, China gebaut. Die jetzt an Stena Line gelieferte Fähre ist die 7. E-Flexer-Lieferung. Die E-Flexer-Baureihe basiert auf einem Grundkonzept, das eine größere Konfigurierbarkeit als bei heutigen Standard-Ropax-Fähren vorsieht und dadurch sehr flexibel ist. Jedes einzelne Schiff wird auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten, sowohl in kommerzieller als auch in technischer Hinsicht. Die optimierte Konstruktion von Rumpf, Propellern und Rudern trägt dazu bei, dass die E-Flexer-Schiffe in puncto Haltbarkeit, Leistung und Kosten sowie Energieeffizienz führend sind. Die Stena Estelle ist das bisher größte E-Flexer-Schiff, das wir in der 12-Schiffsserie entworfen und gebaut haben. Und mit seiner großen Kapazität reduziert es die gesamten CO2-Emissionen pro transportierter Einheit, sagt Per Westling, Geschäftsführer von Stena RoRo. Zusätzliche Abfahrten Helsinki-Tallinn. Viking Line verstärkt auch in diesem Sommer wieder ihre Relation Helsinki-Tallinn. In der Zeit vom 18. Juni bis zum 14. August werden die beiden eigentlich auf der Route zwischen Stockholm und Helsinki verkehrenden Schiffe Amorella und Gabriella während ihrer Liegezeit in Helsinki eine Rundreise in die estnische Hauptstadt durchführen. Somit kommt Viking Line der steigenden Nachfrage nach Überfahrten während der Sommermonate nach. Die Abfahrt von Helsinki findet täglich um 10:15 Uhr statt. Die Ankunft ist dann um 13:15 Uhr in Tallinn, von wo aus es um 14 Uhr Retour geht nach Helsinki. Die Ankunft dort ist dann um 16:50 Uhr. Die Amorella und die Gabriella unterstützen somit die bereits verkehrende Viking Express, die ganzjährig bis zu 3 Rundreisen täglich auf der Strecke unternimmt. Designauftrag für grüne Eisenbahnfähre. Der finnische Schiffsdesigner Delta Marine hat mit dem finnischen Verkehrsunternehmen Fennorail einen Vertrag über den Entwurf einer mit LNG und grünem Wasserstoff betriebenen Eisenbahnfähre unterzeichnet. Das als Eurocarrier firmierende Projekt umfasst eine Eisenbahnfähre, die sowohl zum Transport von Zügen als auch von Lkw geeignet ist. Dabei sollen 1000 Spurmeter für Züge und 1500 Spurmeter für Lkw und andere rollende Ladung zur Verfügung stehen. Das neue Schiff wird in der Ostsee eingesetzt und soll die umweltfreundlichste Eisenbahnfähre der Welt werden. Dazu wird das Design optimiert und ein Maschinensystem ausgewählt, das mit alternativen Kraftstoffen wie LNG und grünem Wasserstoff kompatibel ist. Kai Jansson, Vorstandsmitglied von Fennorail, sagt: Wir streben danach, die Eisenbahnfähre klimafreundlich und rentabel zu machen. Die Eisenbahnfähre wird mit Multifuel-Schiffsmotoren ausgestattet, die entweder mit reinem LNG, einer Mischung aus LNG und grünem Wasserstoff, oder mit Marinedieselöl betrieben werden können. Das Antriebssystem des Schiffes besteht aus 2 um 360 Grad drehbaren Pods, die die Antriebseffizienz und die Manövrierfähigkeit des Schiffes verbessern. Wie euch sicher aufgefallen ist, fehlt hier bei diesem Zitat die Aufnahme von Kai Jansson.
Das liegt daran, dass es sich bei Fennorail um ein Unternehmen handelt, das erst 2020 gegründet wurde und noch keinen eigenen Internetauftritt hat. Die Firma befasst sich ausschließlich mit dem Eurocarrier-Projekt, sodass auch noch keine weiteren Pressemitteilungen zum Unternehmen oder zu wichtigen Persönlichkeiten innerhalb des Unternehmens zu finden sind. Doch zurück zur Eurocarrier. Jarkko Lappi, Vertriebsleiter von Delta Marine, fügt hinzu: Wir freuen uns sehr, dass Fennorail und seine Partner Delta Marine für die Konstruktion dieses einzigartigen Schiffes ausgewählt haben, das Finnland an das europäische Schienennetz anbinden und die Ziele des Pariser Klimaabkommens unterstützen soll, indem ein Teil des Straßengüterverkehrs auf die Schiene verlagert wird, was zu erheblichen Emissionseinsparungen pro transportierter Ladung führt. Fair News auch auf Instagram. Eine Mitteilung in eigener Sache. Seit dem 30.05.2022 könnt ihr Fair News auch auf Instagram folgen. Neben einer Zusammenfassung der letzten Folge und Ausblicke auf die nächsten Projekte erfahrt ihr hier auch immer zeitig, wenn eine neue Folge Fair News aktuell oder Fair News Zukunft erscheint. Doch seid beruhigt, auf YouTube werdet ihr weiterhin uneingeschränkt versorgt und erhaltet alle Informationen als Erste. Lasst dennoch gerne ein Abo auf Instagram da, indem ihr oben auf die Infokarte klickt. Fineco 1 in Dienst gestellt. Am 16. Juni 2022 ist die Fineco 1 von Antwerpen aus zu ihrer Jungfernfahrt aufgebrochen. Sie wird nun die Route zwischen Bilbao in Spanien, Zeebrugge und Antwerpen in Belgien, Travemünde in Deutschland, Helsinki und Kotka in Finnland sowie Paldiski in Estland bedienen. Dabei bietet das Schiff auf 5800 Lademetern Platz für bis zu 400 Trailer und kann aufgrund eines in der Höhe variablen Deckes auch Ladungen mit einer Höhe von bis zu 7 Metern transportieren. Näheres zu Finnlines Neubau habe ich bereits in der letzten Ausgabe Fair News aktuell berichtet. Wenn du gerne mehr erfahren möchtest, klicke einfach oben auf die Infobox. An dieser Stelle möchte ich gerne auch noch dem Instagram-Kanal Shipspotter Tom danken, der uns die wunderbaren Aufnahmen, die ihr gerade im Hintergrund seht, hat zukommen lassen. Hier seht ihr, wie die Fineco 1 das erste Mal in Travemünde eingelaufen ist. Wenn ihr noch mehr solcher Fotos sehen möchtet, folgt ihm doch gerne auf Instagram. Fineco 2 und 3 übernommen. Am 30. Mai hat Finnlines die Fineco 2 und am 6. Juni 2022 die Fineco 3 übernommen. Die beiden Neubauten sind baugleich zur eben bereits gezeigten Fineco 1 und sind nun auf dem Weg nach Europa. Dort werden sie ihren Regelbetrieb planmäßig in den Kalenderwochen 28 bzw. 29 aufnehmen. Dann werden sie, wie die Fineco 1, die Relation zwischen Spanien, Belgien, Deutschland, Finnland und Estland bedienen. Finnlines eröffnet neue Frachtroute. Im Juli 2022 wird Finnlines eine neue Verbindung vom Rosslare Europort in Irland nach Zeebrugge in Belgien eröffnen. Zweimal pro Woche und Richtung wird die Finnpulp die nach dem Brexit gestiegene Nachfrage nach Frachtdiensten von Irland nach Kontinentaleuropa erfüllen. Die Finnpulp ist 187 Meter lang und hat eine Frachtkapazität von 3259 Lademetern. Mit dem Umschlag in Zeebrugge ist die Verbindung nach Irland für Fracht aus Finnland, Estland, Deutschland und Spanien verfügbar. Finnlines baut seine Dienstleistungen weiter aus, indem es die Frachtkapazitäten erhöht und den Kunden ein umfangreicheres Netzwerk anbietet. Wir bieten kosteneffiziente und hochfrequente Liniendienste mit den geringsten CO2-Emissionen pro transportierter Frachteinheit, sagt Tom Pippinkrölt, Präsident und CEO von Finnlines. Finnlines ist auf Frachttransporte spezialisiert. Das umfangreiche Liniennetz bietet der finnischen Exportindustrie einen regelmäßigen und zuverlässigen Weg zum europäischen Markt und sichert gleichzeitig die Einfuhr von Gütern, die für die Versorgungssicherheit wichtig sind. DFDS verstärkt Irlanddienste. Mit der Indienststellung der Luna Seaways im April 2022 auf der Route Klaipėda-Karlshamn ist es DFDS möglich geworden, das Ro-Ro-Schiff Optima Seaways in die irische See zu verlegen. Dort bedient es seit dem 11. Mai die im Januar 2021 ins Leben gerufene Verbindung Dünkirchen-Rosslare Europort. Auf der Relation zwischen Nordfrankreich und Irland verkehrt die Optima Seaways zusammen mit der Regina Seaways und der gescharterten Wisborg. Die Optima Seaways ist 186 Meter lang und bietet Platz für 324 Passagiere sowie Fracht
auf 2238 Lademetern. Zurzeit ist die Route Dünkirchen-Rosslare-Europort jedoch Frachtkunden vorbehalten. Durch die Optima Seaways wird jeweils eine Abfahrt pro Woche und Richtung mehr angeboten. Ab Dünkirchen geht es am Mittwoch um 20 Uhr nach Rosslare-Europort, von wo aus die Rückfahrt am Samstag um 14 Uhr erfolgt. Eco Malta getauft. Am 30. Mai 2022 wurde in der maltesischen Hauptstadt Valletta der 6. von insgesamt 12 Hybrid-Ro-Ro-Neubauten der Grimaldi-Gruppe auf den Namen Eco Malta getauft. Die Eco Malta ist eines der größten und umweltfreundlichsten Ro-Ro-Schiffe der Welt. Das Schiff ist 238 Meter lang und bietet auf 7 Decks mit insgesamt 7800 Spurmetern Platz für 500 Trailer und 180 Pkw. Der Neubau ist so in der Lage, die CO2-Emissionen im Vergleich zur vorherigen, von der Grimaldi-Gruppe betriebenen Ro-Ro-Schiff-Generation zu halbieren. Während der Hafenliegezeiten ist der Betrieb des Schiffes sogar emissionsfrei möglich. Dabei nutzt das Schiff die in Lithium-Batterien gespeicherte elektrische Energie. Aufgeladen werden die Batterien während der Fahrt durch Sonnenkollektoren und Wellengeneratoren. Außerdem ist die Eco Malta mit hochmodernen, elektronisch gesteuerten Motoren und einem Abgasreinigungssystem zur Verringerung von Schwefel- und Feinstaubemissionen ausgestattet. In den letzten Wochen hat die Eco Malta bereits mit ihrem Schwesterschiff Eco Catania die Routen zwischen Ravenna, Brindisi, Catania und Malta sowie zwischen Genua und Malta bedient. Es erfüllt uns mit großem Stolz, heute hier in Malta zu sein und das größte und nachhaltigste Schiff der Welt zu taufen, nachdem wir dem Land über 60 Jahre lang gedient haben, sagte Eugenio Grimaldi, Geschäftsführer der Grimaldi-Gruppe. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für die Schifffahrts- und Transportindustrie vor Ort und im gesamten Mittelmeerraum. Das war die Juni-Ausgabe Fairnews aktuell. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen und ein Abo da. Wenn du mehr über Finnlines Neubau erfahren möchtest, klicke gerne hier rechts. Bis zum nächsten Mal.